Wenn Menschen und Roboter zusammenarbeiten, muss oftmals ein Kompromiss gefunden werden zwischen Effizienz, Flexibilität und Sicherheit. Das Problem ist, dass wenn wir hier keine Zäune um den Roboter haben und der Mensch frei sich in dem Arbeitsraum des Roboters bewegen kann, wir oftmals von Worst-Case-Annahmen ausgehen müssen, weil wir ja nie wissen, zu welchem Zeitpunkt zum Beispiel eine Kollision mit dem Menschen stattfinden kann. Das bedeutet, über die gesamte Anwendung hinaus müssen wir zum Beispiel den Roboter so regulieren, dass potenziell eine Kollision mit dem Kopf stattfinden kann. Das wirkt sich aber sehr negativ auf die Effizienz aus, da der Roboter dadurch sehr langsam sich bewegen kann. In dem Projekt RoboSapiens beschäftigen wir uns nun damit, wie autonome Systeme auf sich ändernde Bedingungen sicher reagieren können. Und das haben wir in diesem Anwendungsfall übertragen auf den Use Case einer Mensch-Roboter-Kollaboration, also wie ein Roboter ohne Zaun mit dem Menschen interagieren kann. Das bedeutet, ist ein Mensch in der Nähe vom Roboter, so wird er langsamer und reagiert auf das Risiko. Entfernt er sich wieder, kann er mit voller Geschwindigkeit arbeiten. Dafür haben wir ein Kamerasystem, das zeichnet den Menschen als Skelett auf. So können wir unterscheiden zwischen verschiedenen Körperstellen, zum Beispiel Hand, Oberarm und Kopf, und kennen die Position im 3D-Raum um den Roboter herum. Und dadurch, dass wir die Position bzw. die Bewegung des Roboters wissen, können wir in Kombination mit der Position im Raum und dem Skelett des Menschen im Raum die unterschiedlichen Risiken zum jeweiligen Zeitpunkt bestimmen. Das bedeutet, ist meine Hand in der Nähe vom Roboter, reagiert der Roboter so darauf, dass er die Geschwindigkeit reduziert, sodass, wenn eine Kollision mit meiner Hand stattfindet, diese nicht zu einem Schmerz führt. Ist mein Kopf in der Nähe vom Roboter, so muss die Geschwindigkeit weitaus mehr reduziert werden, weil eine Kollision mit dem Kopf immer kritischer ist als zum Beispiel mit der Hand. Außerdem wird hier auch unterschieden zwischen den zwei Arten von Kollisionen, nämlich Klemmung und Stoß. Denn dadurch, dass wir auch die Position vom Roboter wissen, wissen wir auch, wann überhaupt eine Klemmung stattfinden kann. Und so schaffen wir es, dass wir das Problem der Kollaboration mit Mensch und Roboter lösen können, indem wir automatisch auf sich ändernde Risikenszenarien reagieren können. Das Szenario ist jetzt konzipiert für den Produktions- und Industriekontext. Aber der Ansatz der dynamischen und adaptiven Risikobeurteilung auf Grundlage der Adaption von autonomen Systemen ist auch übertragbar auf ganz andere Anwendungsfälle. So zum Beispiel auf der Baustelle, wo es unstrukturierte Arbeitsvorläufe gibt oder sich die Bedingungen jederzeit ändern können. Oder auch im öffentlichen Raum, wo der Roboter vielleicht auf unerwartetes Verhalten von Menschen reagieren muss und trotzdem mit dieser Situation klarkommen muss.